Liebe Kollegen, Sie haben hier schon vor 2 Jahren Russia Today in der ganzen EU verboten. Komisch, dass wir heute, 2 Jahre später, immer noch über russische Propaganda sprechen müssen. Vielleicht, weil Sie das Thema immer wieder künstlich aufbauschen? Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Jeder sieht doch, was Sie hier versuchen, von der eigentlichen Propaganda und Wahlbeeinflussung Please, colleagues, please abzulenken. don't shout. Verehrte Kollegen, bitte keine Zwischenrufe, wenn ein Kollege spricht. Eine Webseite von Exil-Ukrainern in Prag, die Beiträge von einer Handvoll Menschen geliked, und ausgerechnet diese Webseite sollte die Wahlen in der ganzen EU beeinflussen im Sinne von Putin. Nicht Voice of Europe. Die Kampagne gegen Voice of Europe hat den ganzen Wahlkampf beeinflusst. Sie manipulieren öffentliche Meinung. Sie, Frau Strack-Zimmermann, wollen den Krieg. Sie wollen weitere Waffenlieferungen. Sie diffamieren jeden, der Ihnen im Weg steht, als Agenten Moskaus. Und es ist interessant, von wem wir diffamiert werden. Von den wirklichen Agenten einer fremden Macht. Und es ist nicht Russland. Liebe Kollegen, wussten Sie, dass die großen europäischen Medien seit über 20 Jahren heimlich von der US-Regierung finanziert werden? Darunter Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Guardian, El País, Republika und weitere. Sie alle gehören dem OCCRP-Netzwerk an. Das Netzwerk hat seit seiner Gründung 47 Millionen $ von der US-Regierung erhalten. Die Zahlungen werden verschleiert. Die Finanzierung durch die Amerikaner wird in den Artikeln nicht erwähnt. Und die Journalisten dürfen für das Geld keine US-Angelegenheiten untersuchen. Mit Hilfe dieses Netzwerks haben die USA jahrzehntelang, womöglich sogar mit illegal beschafften Informationen, Menschen in ganze Länder diffamiert, illegale Kriege gerechtfertigt und Wahlen beeinflusst. Und Sie diskutieren hier ernsthaft russische Webseiten und ein paar Bots auf TikTok? Okay, dann schauen wir uns doch die Inhalte, ach so gefährlichen Inhalte an, die Sie schon zensiert haben. Voice of Europe hat Korruption der Zelensky-Regierung angeprangert. Und was war der meist angesehene Beitrag auf Russia Today in Deutschland? Ein Video über die angeblichen Hetzjagden von Chemnitz, das die Mainstream-Lügen enttarnt hat. Sie haben keine Angst vor Desinformation, Sie haben Angst vor der Wahrheit. Herr Biston, Sie haben eine blaue Karte. Wollen Sie die akzeptieren? Es gibt eine blaue Karte für Sie. Bitte schön. Ja, Herr Biston, ich weiß, dass Sie Litauen besucht haben im Jahre 2022. Im November, glaube ich, mich zu erinnern. Und dann sind Sie eine Woche nach Belarus verschwunden. Können Sie uns sagen, welche Weisungen Sie bekommen haben von dort, um hier über Russland zu reden, wie die Berlin Moskwa? Frau Jungnewiczene, wissen Sie, auch Sie verbreiten hier Fake News. Ich bin der außenpolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion gewesen. Ich war auf offizieller Reise in Litauen und ich war auf offizieller Reise in Belarus. Und die Reise hat nicht eine Woche gedauert, sondern 3 Tage. Das war's. Ja. Thank you. Und wenn Sie korrektiv glauben, dann sitzen Sie eben Fake News auf. Das ist so. Seien Sie nicht ein Teil dieser Propagandamaschinerie, öffnen Sie Ihre Augen und gucken Sie, was die Wahrheit ist. Wir können gerne in Dialog fortsetzen. Thank you.